Willkommen in Disneyland Paris, dem Land, in dem Träume wahr werden. Im Jahr der Disney-Filmklassiker kann man Herkules sogar persönlich treffen. Um herauszufinden, was es in Disneyland Paris zu erleben gibt, haben wir einen Experten zu Rate gezogen, der sich hier besonders gut auskennt: Mickey Mouse. Mit Hilfe seiner Zauberkugeln zeigt er uns, was dieses wunderbare Land der Träume für uns bereithält. Überall in Disneyland können Groß und Klein eine fast endlose Zahl von Abenteuern erleben. Es gibt nicht weniger als 5 exotische Länder. Main Street USA, Fantasyland, Frontierland, Adventureland und Discoveryland. Mit der Eintrittskarte hat man Zugang zu allen Attraktionen und sämtlichen Shows. Gleich am Eingang erhält man in der City Hall eine Broschüre in deutscher Sprache mit einer großen Karte und Erklärungen zu allen Attraktionen. Mit dem Parkführer finden Sie sich immer zurecht und können sich gleich aussuchen, wo Sie zuerst hingehen. Zum Beispiel ins Dornröschenschloss, unter dem der große Drache lebt. Das ist mächtig aufregend. Und das ist It's a Small World, eine Miniaturwelt mit Puppen aus aller Welt, die Sie mit ihrem Gesang verzaubern. Von der Main Street USA führt der Weg direkt zu den großen Attraktionen des Parks, zum Beispiel zum Phantom Manor, einer verlassenen alten Villa, in der es mächtig spukt. So richtig rund geht es bei Indiana Jones im Tempel des Todes. Da steht die Welt auf einmal kurz auf dem Kopf, genau wie bei Star Tours, einer irren Reise ins Weltall und zum Planeten Endor. Oder wie wäre es mit einer Reise zum Mond? Space Mountain, der Start zu einer Reise wie in Jules Vernes berühmtem Roman. Weiter geht's ins Frontierland, dem wilden Westen mitten im Disneyland Paris, mit roten Bergen, verlassenen Minen und der atemberaubenden Minenbahn Big Thunder Mountain Railroad. Nur ein paar Schritte weiter gibt es eine Schatzinsel mit richtigen Piraten aus der Karibik, wüsten Seeschlachten und wilden Freibeutern. Aber auch die, die es etwas beschaulicher mögen, kommen auf ihre Kosten, zum Beispiel am Ufer des Mississippi und an Bord eines echten Raddampfers. Im August und September steht Disneyland Paris ganz im Zeichen Amerikas bei Disneys California Dream. Man könnte meinen, man wäre in Los Angeles. Überall Musik, Rollschuhläufer, eine atemberaubende Skateboardshow, Palmen, hübsche blonde Mädchen, Hula Hoop, fehlen nur noch die Beach Boys. Doch dann kommt Halloween. Zwischen dem 17. Oktober und dem 1. November wandelt man unter Hexen und durch Burgverliese, mit Geistern und durch Spukhäuser. Halloween im Disneyland Paris ist einzigartig. Auch im Winter ist in Disneyland Paris eine Menge los. Natürlich ist im Winter fast alles überdacht und geheizt, wie zum Beispiel die Arkaden der Main Street. Noch ein Vorteil: im Winter schmelzen die Preise wie Schnee in der Sonne. Die absolute Krönung des Jahres aber ist Weihnachten in Disneyland Paris. Den Kindern gefällt es verständlicherweise besonders, dass Weihnachten etwas länger dauert, nämlich vom 7. November bis zum 10. Januar, zumal auch der Weihnachtsmann, mit echten Rentieren natürlich, immer zur Stelle ist. Zurück zu Mickey. Aha, ein Diamant. Der steht für das Jahr der großen Disney-Klassiker und die großen Ereignisse, die 1998 stattfinden. Hier kennt sich Mickey natürlich bestens aus. Die große Parade der Disney-Wunderwelt. Die einzige Parade, bei der Kinder sogar mitmachen können. Gleich 12 Paradewagen haben alle großen Disney-Stars an Bord. Von Pinocchio bis Mary Poppins, von Schneewittchen bis Aschenputtel, von der kleinen Meerjungfrau bis Aladdin. Und natürlich auch
mit Herkules. Bei dieser Parade können Kinder echte Helden werden, genau wie Herkules, denn es ist eine Parade zum Mitmachen. Ein weiterer neuer Gast in Disneyland Paris ist Pooh der Bär. Pooh und seine Freunde zu treffen, das macht riesig Spaß. Zeit für die nächste Zauberkugel. Mit ihrer Hilfe werden wir das Disney Village näher kennenlernen. Da sind wir auch schon gelandet, am Planet Hollywood, dem Restaurant der Filmstars. Eine ganze Reihe von Restaurants macht den Bummel durchs Dorf zur Reise nach Amerika. Dazu Bars und Geschäfte und ein Multiplex-Kino. Buffalo Bills legendäre Dinnershow, in der die Heldentaten von Buffalo Bill und Sitting Bull geschildert werden. Für Abendunterhaltung ist also bestens gesorgt. Fehlt nur noch ein Blick auf die Hotels. Im Disneyland Paris gibt es 7 verschiedene Hotels, von der einfachen über die Komfort bis zur Luxusklasse. Und in allen Zimmern ist Platz für 4, auf der Davy Crockett Ranch sogar für 6. Im Hotel Santa Fe fühlt man sich wie in Mexiko. Im Hotel Cheyenne leben Sie wie im Wilden Westen. In der Sequoia Lodge könnte man glauben, man befände sich in einem amerikanischen Nationalpark. Der Newport Bay Club strahlt ganz im Stil einer eleganten Küstenstadt mit gepflegtem Rasen, einem großen weißen Gebäude und Restaurants, die Fisch und Meeresfrüchte anbieten. Vom Meer zur Großstadt ist es nur ein kleiner Spaziergang, zum Hotel New York. Man könnte meinen, man wäre mitten im Big Apple. Und dieser schöne Palast in Rosa und Weiß, das ist das Disneyland Hotel, das schönste der 7 Hotels. Im Disneyland Hotel, im Hotel New York und im Disney Village kann man mit Mickey, Minnie, Donald und der ganzen Truppe frühstücken. Das ist natürlich vor allem für die Kinder ein echter Knüller. Ein wahres Paradies für die ganze Familie ist die Davy Crockett Ranch mit Hallenbad, einer riesen Wasserrutsche, Blockhütten mit eigenem Grill, einem Indianerdorf und Tieren. Ganz besonders wichtig, Sprachprobleme gibt es nicht. In jedem Hotel werden Sie in deutscher Sprache empfangen. Auch am Check-in werden alle Formalitäten in Deutsch erledigt. Und auch die Formulare und Prospekte sind in deutscher Sprache gehalten. Übrigens, auch Paris ist bequem und schnell erreicht. Mit der S-Bahn, die direkt in Disneyland hält, stehen Sie im Handumdrehen direkt vor der Notre Dame. Schön und gut, aber erst einmal muss man ja nach Disneyland Paris kommen. Und? Haben wir noch eine Kugel? Hm? Na klar. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel der Zug. Disneyland Paris hat nämlich seine eigene Bahnstation, auf der sogar der Hochgeschwindigkeitszug TGV hält. Und der Thalys, der Köln direkt mit Disneyland und Paris verbindet. Natürlich können Sie auch fliegen und nach der Landung fahren Sie einfach mit dem Bus direkt ins Disneyland Paris. Die meisten fahren natürlich mit dem Auto. Einfach Sachen packen, rein ins Auto und ab auf die Autobahn. Aus dem Norden fährt man über Aachen und durch Belgien, aus dem Süden über Straßburg. Alle anderen nehmen den Weg über Saarbrücken. Die Ausfahrt können Sie gar nicht verfehlen. Sie heißt Val d'Europe Park Disneyland und trägt die Nummer 14. Alles ist bestens ausgeschildert und Parkplätze gibt es immer mehr als genug. Und wie funktioniert das mit der Buchung? Das ist genauso einfach. Sie brauchen nur die 0180 58 189 zu wählen. In der deutschen Buchungszentrale erfahren Sie alles über Preise, Hotels und Attraktionen und können direkt am Telefon buchen. Natürlich können Sie sich auch an Ihr Reisebüro wenden. Hier kennt man sich mit den Angeboten im Disneyland Paris gut aus. Disneyland Paris gibt es natürlich auch im Internet. Hier erhalten Sie wichtige Tipps und Informationen über den Park, die Hotels und Ihre Anreise. Ja, und dann muss man eigentlich nur noch losfahren. Mickey und seine Freunde freuen sich schon. Bis bald.